Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Loxone Explained, dem Videoformat für alle Technikinteressierten, Loxone-Partner und alle, die es noch werden möchten. In unserer heutigen Folge möchte ich auf das Thema Lautsprecher in einem mit Loxone automatisierten Gebäude eingehen. Oft stellt man sich bei der Planung eines Loxone-Gebäudes die Frage, in welchen Räumen bzw. Bereichen empfiehlt es sich, Lautsprecher einzuplanen. Wie viele Lautsprecher werden benötigt und wie schließe ich diese am Audioserver und den Stereo-Extensions an? Auf all diese Fragen werde ich im heutigen Video genauer eingehen. Der zur Loxone-Gruppe gehörende Lautsprecherspezialist Quadral bietet ein breites Sortiment an Lautsprechern, welche sich bestens für den Einsatz mit dem Loxone Audioserver eignen. Die InCealing 7 Speaker beispielsweise lassen sich hervorragend in Innenbereichen sowie geschützten Außenbereichen einsetzen. Ist ein Deckeneinbau baulich bedingt nicht möglich oder einfach nicht gewünscht, so ist der Wall Speaker das optimale Produkt. Für all diejenigen, die noch mehr in Sachen Sound wünschen, sind die Signum, Chromium und Aurum Serien das Mittel der Wahl. Also egal ob Badezimmer, Wohnbereich, Küche, Büro, Ladenlokal, Gastronomie und vieles mehr, für jeden Einsatzzweck bietet Quadral den passenden Lautsprecher. Die Anzahl der Deckeneinbaulautsprecher richtet sich nach der Raumgröße. In einem Raum bis 15 Quadratmeter empfiehlt es sich, einen InCealing 7 Speaker im sogenannten Stereo Downmix einzusetzen. Das heißt, dass beide Stereokanäle links und rechts zu einem Kanal gemischt werden. Bei einer Raumgröße von 15 bis 20 Quadratmeter empfehlen wir, je nach Raumaufteilung 1 bis 2 Speaker einzuplanen. Ab 20 Quadratmeter kommen 2 Speaker zum Einsatz und bei einer Raumgröße über 40 Quadratmeter empfiehlt es sich, 4 Speaker einzusetzen. Im Stereo Downmix, also wenn nur ein Lautsprecher zum Einsatz kommt, wird ein Lautsprecherkabel benötigt, welches vom Audioserver bzw. der Stereo-Extension zum Lautsprecher gezogen wird. Ein Stereoausgang wird dann einfach mit einem Klick in der Loxone-Config aufgetrennt. Generell sollte bei der Positionierung der Lautsprecher darauf geachtet werden, dass ein Mindestabstand von 50 cm zur Wand eingehalten wird. Dies sorgt für eine bessere und gleichmäßigere Soundverteilung. Eine Ausnahme stellt der Quadral Wall Speaker dar, der speziell für den wandnahen Einsatz entwickelt wurde. Die Lautsprecher sollten im Raum so positioniert werden, dass ihre Kunden natürlich an der Hörposition im Raum, an der sie sich am meisten befinden, den besten Stereoeffekt erhalten. Somit rücken beispielsweise die Lautsprecher im Wohnbereich näher zur Couch und im Essbereich näher zum Esstisch. Und damit die Quadral-Speaker ihr volles Klangspektrum entfalten können, empfehlen wir einen Kabelquerschnitt von mindestens 2,5 Quadratmillimeter sowie eine passende Einbaubox. In großen Räumen ohne Zwischenwände, in denen ausschließlich dieselbe Musik laufen wird, wie beispielsweise einem Wohn-Ess-Bereich, können Sie Lautsprecher individuell zu Audiogruppen fixieren. Hier wird dann automatisch dasselbe Signal wiedergegeben, die Lautstärke lässt sich allerdings individuell einstellen. Wie könnte das nun in der Praxis aussehen, wenn man beispielsweise einen Alt- und Neubau in einer Wohnebene kombiniert hat und diese nun mit Lautsprechern ausstatten möchte? In unserem Beispiel positionieren wir jeweils 2 Lautsprecher im Stereo-Modus über der Kochinsel und dem Barbereich, welche an einen Audioserver angeschlossen werden. Der großzügige Essbereich wird mit 6 Lautsprechern ausgestattet, der Loungebereich sowie die Westterrasse, Poolterrasse und Poolbereich bekommen jeweils 2 Lautsprecher. In Summe kommen wir hier also auf 2 Audioserver sowie 5 Stereo-Extensions. Alle Lautsprecher geben dasselbe Signal wieder. Über die Loxone-App steuern wir bequem die Lautstärke der einzelnen Bereiche, im Inneren vielleicht etwas lauter, draußen aber ausgeschaltet, wenn wir uns nicht im Garten befinden. Aber es geht natürlich auch deutlich größer. Stellen wir uns eine Gastronomie vor mit einem großen Gastbereich, Nebenraum und Barbereich. Hier soll im Bereich der Bar die Musik vielleicht etwas lauter sein als im Gastbereich, im Nebenraum komplett ausgeschaltet, eine andere Musik spielen oder ein Mikrofon hörbar sein, das man über den Line-In-Eingang am Audioserver angeschlossen hat. Alles kein Problem. Schauen wir uns nun noch schnell an, wie wir das alles in der Loxone-Config programmieren. Unser Audioserver ist schon online, hier finden wir alle verbundenen Lautsprecher. Wir stellen für jeden Lautsprecher die richtige Ohmanzahl ein, für die InCealing 7 Speaker beispielsweise 8 Ohm und fügen, je nach Anzahl der verwendeten Lautsprecher im Raum, diese entweder zu einer Spur im Stereo Downmix zusammen oder trennen die Kanäle auf.
Nun ziehen wir den Speaker einfach auf unsere Seite und der Audioplayer wird automatisch erstellt. So fügen wir beispielsweise die Lautsprecher für die unterschiedlichen Bereiche Barbereich und Gastbereich ein und fügen zusätzlich den Baustein Audioplayer Gruppe Fix hinzu, um über diese Lautsprecher immer dasselbe Signal wiederzugeben. Alle weiteren Infos über den Baustein Audioplayer finden Sie in unserer Online-Dokumentation. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben oder ein Abo, damit Sie zukünftig keine Videos mehr verpassen. Das war's von mir, vielen Dank fürs Einschalten.